Servus Freunde, der WLTOYS 104009 ist ein günstiges 1:12 AC Auto mit Ölfedern, Metallzahnrad, Metalldifferential und vielen weiteren Metallausstattungen. Doch es gibt ein Problem, welches sich nicht mal zu 100% lösen lässt. Was dies ist, erfahrt ihr in meinem ausführlichen Review zum WLTOYS Monster Truck. Viel Spaß! Das Designkapitel lässt sich relativ kurz halten, denn der 104009 sieht wahnsinnig gut aus. Er besitzt einen sportlichen Monster Truck Aufbau mit insgesamt 10 LED an Front und Heck. Die hellen LED sehen aber nicht nur gut aus, sondern helfen auch, das Auto besser bei größerer Entfernung zu erkennen. Die Kabel für die LED-Einheiten sind übrigens sorgfältig in der Karosserie befestigt. Weiter gibt es eine Wheelie-Bar am Heck, die jedoch bei dem verbauten Brushless-Motor eher wenig Sinn macht, dafür bei Brushless aber umso mehr. Deshalb auch gut, dass sie mit dabei ist. Außerdem befindet sich am Heck ein Plastikschutzteil genauso wie oben am Dach hinter den beiden Streben. Vorne gibt es auch noch einmal LED, jedoch sind mir die zwei unteren gleich am ersten Tag nach ein paar Sprüngen kaputt gegangen. Wer übrigens einen Lüfter anstecken will, sollte die LED abstecken, damit mehr Strom für den Lüfter bleibt. Das Design macht insgesamt einen guten Eindruck. Dahingegen machen die Metallarme des Autos einen merkwürdigen Eindruck. Die Arme des Trucks sind nämlich aus Metall, was in dieser Preisklasse sehr ungewöhnlich ist. Ihr Nachteil besteht aber darin, dass die hohe Belastung bei Sprüngen auf andere Teile abgegeben wird, die weitaus teurer als normale Arme aus Plastik sind. Probleme hatte ich damit bisher aber noch nicht. Der Unterboden besteht aus hartem Plastik und Bumpern aus flexiblem Plastik. Somit können missgeglückte Sprünge besser absorbiert werden, ohne dass gleich etwas bricht. Außerdem finde ich es sehr lobenswert, dass WLTOYS nicht an den Federn gespart hat und sehr gute ölgefüllte Federn eingebaut hat. Beim Springen ist das wirklich geil. Genauso wie der Fakt, dass bis auf ein kleines Plastikteil beim Center Drive Shaft hinten alles aus Metall ist. Soweit also alles gut. Der 104001 wird von einem 550er Brushless-Motor mit Kühlkörper angetrieben. Dieser beschleunigt den 104009 auf 36 km/h Höchstgeschwindigkeit mit dem mitgelieferten Li-Ion 1500 mAh Akku. Und ganz ehrlich, das finde ich auch ziemlich peinlich, denn 36 km/h sind stolze 9 km/h langsamer als die angegebenen 45 km/h auf der Verpackung. Mit einem Lipo fährt er dann immerhin 39 km/h. Trotzdem finde ich die Geschwindigkeit besonders für Anfänger ausreichend. Das ESC ist ein kombiniertes 2 in 1 und überhitzt trotz Kühlrippen relativ schnell. Und das ist auch schon das größte Problem an diesem Auto. Motor und ESC überhitzen nämlich viel zu schnell, was dann zu Zwangspausen, weil das ESC eben deutlich runterregeln muss, oder notwendigen Kühlpausen führt. Und da bringt auch der Kühlkörper am Motor wirklich nichts mehr. Warum das so schlimm ist, liegt hauptsächlich daran, dass ein ständiges Überhitzen die Elektronik schneller verschleißen lässt und somit auch die Geschwindigkeit im Laufe der Zeit runtergeht. Und klar kann man einen Lüfter auf ESC und Motor montieren. Und ehrlich gesagt, das habe ich auch gemacht. Aber sobald der WLTOYS 104001 Buggy ESC-Lüfter auf dem ESC platziert und angesteckt ist, und es gibt übrigens einige Steckplätze dafür, hört der Motorlüfter, ein starker Absima 1:10 Lüfter, prompt auf sich zu drehen und geht so lange nicht mehr, bis der WLTOYS-Lüfter wieder raus ist. Ob ein zweiter WLTOYS-Lüfter das Problem ändern könnte, weiß ich zwar nicht, da ich keinen zweiten habe, aber es wäre schon sehr komisch, dass es nur deshalb nicht klappt, weil es kein Originallüfter ist. Mit Motorlüfter überhitzt der Motor zwar auch noch, aber das geht meinem Arma Vortex genauso und beide sind nach ca. 2 Minuten wieder einigermaßen kühl. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum WLTOYS in ihrem angeblichen 1:10er nicht mal einen Lüfter auf das ESC gepackt hat, so wie sie es auch beim 104001 Buggy gemacht haben. Damit wäre nämlich zumindest das ESC-Problem gelöst und 5 € mehr oder weniger wären vollkommen verkraftbar. Warum mich der Monster Truck trotz all dem überzeugt hat, bis auf den Akku, erfahrt ihr nun. Das Fahren zum Beispiel macht sehr viel Spaß, was vor allem an der guten Stabilität des Autos beim Fahren liegt. Zu verdanken ist dies den guten Ölstoßdämpfern und der 1:12 Größe, mit der es im Gegensatz zum kleineren 1:16er Highboxing Brushless deutlich einfacher ist, durch normal hohes Gras oder auf Stein zu fahren. Außerdem finde ich es besonders für Anfänger sehr gut, dass das Auto sich wirklich sehr einfach kontrollieren lässt und schnellere Lenkmanöver bei höheren Geschwindigkeiten nicht leicht dazu führen, dass sich das Auto überschlägt oder umfällt. Außerdem arbeitet das Servo wirklich sehr gut und ist ausreichend kräftig. Der Brushless-Motor spricht zwar bauartbedingt langsam an und macht Wheelies so gut wie gar nicht möglich, dafür kann er aber mit genug Drehmoment und einer akzeptablen Geschwindigkeit für Anfänger punkten.
Wo das Auto oder besser gesagt der mitgelieferte Akku allerdings nicht punkten kann, ist die Akkulaufzeit. Diese beträgt nämlich nur magere 7 Minuten, was wirklich sehr nervig sein kann. Besonders dann, wenn man nur diesen einen Akku besitzt. Und leider ist auch das Batteriefach, welches ich übrigens durchaus praktisch finde, zu klein für einen Standard 1:10 Akku. Dann heißt es entweder viele 1500 mAh Akkus nachkaufen oder auf gut Glück den 2600 mAh 2S Lipo Akku von WLToys kaufen. Ich habe zwar von einigen gehört, dass dieser nicht reinpasst, jedoch ist es mir beim Abmessen des Batteriefachs aufgefallen, dass der Akku theoretisch passen müsste. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Abgesehen davon finde ich es schade, dass WLToys nur einen Li-Ionen-Akku und keinen starken Lipo beilegt, so wie sie es auch bei fast all ihren anderen Modellen machen. Nach besagten 10 Minuten Fahrzeit ist der Akku übrigens sehr heiß. Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist bereits aus anderen WLToys Modellen bekannt. Sie fühlt sich dem Kaufpreis entsprechend an, also in Ordnung, und lässt sich erstaunlich gut einhändig bedienen, was besonders Anfänger erfreuen dürfte. An ihr kann lediglich die Leistung und das Steering-Turm eingestellt werden. Praktisch finde ich außerdem den Plastikhalter, mit dem die Funke leichter zu tragen ist. Die Reichweite ist leider nur ausreichend, weil bereits nach einer etwas größeren Distanz der Funk abbricht. Das Ansprechverhalten dagegen zeigt sich sehr gut und kann überzeugen. Und da wären wir auch schon beim Preis angekommen. Dieser beträgt für die Standard 1x-Batterieversion knapp 111 €, wobei die 2-Batterien-Version 120 € kostet, und für das, was man dafür bekommt, ist dieser Preis auch gerechtfertigt. Außerdem könnt ihr euch über den Link unten in der Videobeschreibung mit meinem Rabattcode volltastisch Geld sparen, wenn ihr bei Makerfire einkauft. Der 104009 ist insgesamt ein Auto, welches zwar überzeugen kann, jedoch auch seine Macken besitzt, wenn auch nur wenige. Sehr positiv sind beispielsweise die ölgefüllten Stoßdämpfer, Metalldriveshafts und generell einfach, dass nur Metall verbaut ist, die Fernbedienung, welche sehr gut reagiert und besonders anfängerfreundlich ist, und dass das Auto viel Spaß zum Fahren macht. Negativ sind hingegen die viel zu kurze Akkulaufzeit und besonders das Hitzeproblem, welches wahrscheinlich auf die günstigen Elektronikkomponenten zurückzuführen ist. Aber dafür hat WLToys nur dort gespart und ansonsten gute Teile verbaut. Was unter anderem für Anfänger schön ist, da das Auto nicht so oft kaputt gehen wird, aber auch für Fortgeschrittene, die dann dieses Auto ohne große Bedenken auf Bohrschluss upgraden können.